Hey Leute, stellt euch vor, dass der Capun, den wir zum Spaß schauen, tatsächlich eine echte Zeitmaschine ist. Die Simpsons haben Dinge vorhergesagt, von denen nicht mal der Weihnachtsmann eine Ahnung gehabt hätte. Wie schafft es eine ganz normale Familie aus Springfield, die Zukunft zu sehen und fast eine Karte der Ereignisse zu zeichnen? Heute im Video werden wir die verrücktesten Prophezeiungen der Simpsons durchgehen, die euren Kopf zum Rauchen bringen werden. Es ist, als ob ihr in eine parallele Welt geraten seid, in der der Bildschirm zum Leben erwacht und die Handlung unserer Realität diktiert. Macht euch bereit, erstaunt zu sein. Der Krieg in Syrien. In der 14. Episode der 12. Staffel, die am 25. Februar 2001 ausgestrahlt wurde, gründete Bart Simpson die Gruppe Die Cowten, die von der US Navy gesponsert wurde. Während der Dreharbeiten zum Musikvideo für das Lied Bomben abwerfen, mussten die Mitglieder der Band mit Militärflugzeugen fliegen und Angriffe auf bewaffnete Personen in Uniform durchführen. Im Plot trifft eine der Bomben ein Geländewagen, auf dessen Tür eine Flagge gemalt ist, unter der 10 Jahre später die syrischen Oppositionellen auftraten. Der grün-weiß-schwarze Trikolore mit 3 roten 5-zackigen Sternen in der Mitte des weißen Streifens. In derselben Episode wird ein Kampfjet mit einer Nummer gezeigt, die aus 2 identischen Buchstaben PP besteht. Einige Jahre später stellte die amerikanische Armee das Flugzeug FF-22 vor. Wenn man die Buchstaben PP umdreht, erhält man BB, was der Zahl 22 entspricht. Es ist interessant zu bemerken, dass bei den Luftangriffen in Syrien zum ersten Mal der F-22 Raptor eingesetzt wurde. Der neueste amerikanische Kampfjet der 5. Generation, dessen Produktion 1907 rund 90 begann. Bis Februar 2015 hatten die F-22 mindestens 112 Kampfeinsätze über dem syrischen Gebiet geflogen. Bis Juni 2015 wurden die F-22 zu einem unverzichtbaren Teil aller Bombergruppen, die an den Angriffen auf Syrien beteiligt waren. Abhängigkeit von Gadgets. In der Episode Freunde und Familie der Zeichentrickserie Die Simpsons wird das Thema der Risiken angesprochen, die mit einer übermäßigen Begeisterung für virtuelle Realität verbunden sind und die potenzielle Probleme der 2030er Jahre vorwegnehmen. In dieser Episode probieren Homer und Marge die Feuertechnologie aus, die den Geschmack von Essen simuliert. Homer, der anfangs skeptisch eingestellt ist, merkt an, dass die virtuellen Gerichte zu wünschen übrig lassen. Trotz der Erwartungen, dass solche Technologien den Konsum von ungesundem Essen reduzieren könnten, haben echte Unternehmen wie Aerobanquets RMX und Royal Caribbean begonnen, sie zur Verbesserung des Services zu nutzen. Dennoch hebt der Capun auch die negativen Aspekte hervor: Unfälle, die durch Fußgänger verursacht werden, die von VR-Headsets abgelenkt sind, und der Verlust echter sozialer Kontakte durch das Eintauchen in virtuelle Welten. Das Problem der Abhängigkeit von Gadgets wird immer aktueller, oder? Die Evolution des Transports. Im Jahr 2005 stellte Professor Frank der Welt ein innovatives Auto vor, das neue Horizonte für Bart und Lisa eröffnete. 6 Jahre später, im Jahr 2013, beschloss Marge, sich von Homer zu trennen wegen seiner verschwenderischen Ausgaben. Zuerst investierte er das Familienvermögen in ein Unterwasserhaus, dann in ein futuristisches Fluggerät. Homer versuchte sich zu rechtfertigen. Manchmal entfernen sich die Menschen einfach voneinander. Das ist alles. Aber Bart widersprach. Nein, Papa. Mama ist gegangen, weil du all unser Geld für dieses Unterwasserhaus verloren hast. Obwohl dieses Auto weit von der Perfektion entfernt ist, kann es seine Passagiere durch einen quantenmechanischen Tunnel transportieren. In der Episode von 1992, Juppende rundstachelige Erde, sagte die finale Szene ein Ereignis 40 Jahre später voraus. Dort sehen wir den erwachsenen Homer und Bart auf dem Weg ins Kino, wo sie auf ein Fahrzeug treffen, das an den Transport aus Star Trek erinnert. Fliegende Autos sehen dort ganz alltäglich aus. Angesichts der Tatsache, dass die Entwicklung von Hovercars schon seit vielen Jahren vorangetrieben wird, könnte ein solches Konzept bald Realität werden. In der Zwischenzeit bereitet sich die Firma Samsung Sky darauf vor, ihre ersten fliegenden Autos auf den Markt zu bringen. Es ist durchaus möglich, dass wir bereits im Jahr 2025 den Stadtverkehr dank dieser fortschrittlichen Fahrzeuge vermeiden können. Der Zerfall der Gesellschaft.
Eines der am meisten diskutierten Momente unter den Fans war eine kurze Episode aus der 14. Folge der 23. Staffel Endlich Urlaub, in der Bart Simpson an die Wand schreibt: Ich mag den Zerfall der Gesellschaft. Diese Aussage ruft verschiedene Interpretationen hervor. Einige sehen darin den Ausdruck des rebellischen Geistes von Bart und seine Neigung zu antisozialem Verhalten. Andere sehen darin eine tiefere Bedeutung, die mit sozialen Prozessen wie Identitätskrisen, dem Verlust traditioneller Werte und der Zunahme des Individualismus verbunden ist. Der Schöpfer der Serie, Matt Groening, wird oft mit anarchistischen Ansichten in Verbindung gebracht. Vielleicht ahnte er die bevorstehenden globalen Krisen oder Katastrophen, die das gesellschaftliche Gefüge ins Wanken bringen könnten. Das ist jedoch nur eine von vielen möglichen Interpretationen dieser Szene. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Satz als Witz oder als Ausdruck des Unmuts des Charakters über die aktuellen Ereignisse in die Episode eingefügt wurde. Die Zeit wird zeigen, wie genau die Vermutungen der Zuschauer waren. Umweltkrise. Im Spielfilm Die Simpsons, der Film von 2007, werden die Zuschauer Zeugen einer Reihe ungewöhnlicher Ereignisse, von denen viele als Prophezeiungen betrachtet werden können. Besonderes Augenmerk liegt auf der zentralen Handlung des Films, die mit einer globalen ökologischen Katastrophe verbunden ist, die in übertriebener künstlerischer Form dargestellt wird, aber dennoch realistische Zukunftsszenarien widerspiegeln. Der Hauptcharakter dieser Geschichte ist Homer Simpson, der das Problem der Verschmutzung des Springfield-Sees verschärft, indem er Abfälle von seiner Schweinefarm dort entsorgt. Diese Handlungen führen zu einem groß angelegten ökologischen Krisen, infolgedessen die gesamte Stadt unter einer riesigen Kuppel eingeschlossen wird. Obwohl die Idee mit der Kuppel fantastisch erscheint, dient die Natur der Katastrophe als Warnung für die moderne Gesellschaft. Heute, wo der Klimawandel und seine verheerenden Folgen, die durch menschliches Handeln verursacht werden, immer offensichtlicher werden, ist klar, wie wichtig das Problem bleibt, das im Film angesprochen wird. Die verantwortungslose Haltung der Konzerne und die Ignorierung der natürlichen Ressourcen fügen unserem Planeten weiterhin Schaden zu und bedrohen das Leben der Menschen und der Ökosysteme. Raumfahrtenthusiasten träumen schon lange von einem Flug zum Mars und der Schaffung einer bewohnbaren Siedlung dort. Obwohl die tatsächliche Kolonisierung des roten Planeten noch bevorsteht, wird in einer der Episoden der Simpsons ein fantastisches Szenario präsentiert, in dem Lisa und Marge zum Mars reisen, um eine neue Kolonie zu gründen. Als Marge von Lisas Plänen erfährt, an der Mars-Mission teilzunehmen, fühlt sie sich niedergeschlagen. Letztendlich beschließt die gesamte Familie Simpson, sich dem Projekt anzuschließen, um in der Nähe von Lisa zu bleiben. Die Aufgabe der Mission ist es, den Mars bis 2026 zu kolonisieren. Doch trotz der Verzögerungen erreichen Lisa und Marge laut der Handlung der Serie den roten Planeten erst im Jahr 2051. Lisa zieht um. Niemand wird sie aufhalten. Elon Musk könnte inspiriert sein. Das ist mein Leben, behauptet Lisa, und wenn ich beschließe, von Mars nach Venus zu ziehen, wird mich niemand daran hindern. Vielleicht hat Elon Musk diese Episode gesehen, denn seine Firma arbeitet aktiv an der Entwicklung interstellarer Raumschiffe, die solche ehrgeizigen Projekte in die Realität umsetzen können. Die Ära der Hologramme. In der Episode Bart der Zukunft erhält Bart Simpson, bekannt für seine Faulheit, unerwartet das Angebot, mit seiner Band in einem Club aufzutreten. Die Einladung kommt in Form einer holographischen Nachricht, was dem gewöhnlichen Interaktionsprozess ein Element hochmoderner Neuheit verleiht. In dieser Episode wirft Bart einen Blick in seine mögliche Zukunft, die zwar weit von ideal entfernt ist, aber ein interessantes Detail enthält die Postzustellung. Der Postbote bringt ihm einen virtuellen Brief, der mit Hologrammen erstellt wurde. Das Gespräch endet mit einem ungewöhnlichen Abschied. Ich schnüffe dich später. Was das traditionelle Auf Wiedersehen ersetzt. Bart ist von dieser Veränderung überrascht. Es ist interessant, warum man jetzt statt dem üblichen Auf Wiedersehen sagt, ich schnüffe deinen Geruch später. Es ist wichtig zu beachten, dass holographische Kommunikationstechnologien allmählich in unser tägliches Leben Einzug halten. Die Frage bleibt offen. Werden Hologramme Teil unserer alltäglichen Kommunikation in der Zukunft sein? Roboter mit künstlicher Intelligenz.
Das Thema der massenhaften Einführung von Robotern mit künstlicher Intelligenz, das von Experten viel diskutiert wurde, hat auch seinen Platz in der Popkultur gefunden, einschließlich der Zeichentrickserie Die Simpsons. Im Jahr 2012 sagten die Schöpfer der Show voraus, dass Roboter beginnen würden, menschliche Arbeitsplätze zu ersetzen. Und jetzt wird dieser Trend immer deutlicher. Ein herausragendes Beispiel ist die Episode aus dem Jahr 1994 mit dem Titel Die Erde der Kitzel und Kratzer, aus dem Jahr 2014 mit dem Titel Die Erde der Kitzel und Kratzer, wo die Familie Simpson einen Thementag besucht, der vollständig von Robotern betrieben wird. Im Verlauf der Handlung geraten die Maschinen außer Kontrolle und zeigen sowohl die Möglichkeiten als auch die Risiken solcher Technologien, die an die Welt des Wilden Westens erinnern. Jürgen Schmidhuber, ein führender Experte im Bereich der künstlichen Intelligenz, ist der Meinung, dass die Entwicklung von Superintelligenz zu erheblichen technologischen Veränderungen und tiefgreifenden sozialen Transformationen in den nächsten 30 Jahren führen könnte. Eine Frau als Präsidentin der USA. In der Episode von 2016 deuteten die Charaktere der Simpsons auf eine mögliche politische Karriere von Ivanka Trump hin, als Homer Simpson einen Button mit der Aufschrift Ivanka 2028 trug. Später, im Jahr 2017, übernahm Ivanka im Episode, die den ersten 100 Tagen der Präsidentschaft von Donald Trump gewidmet war, den Platz von Richterin Ruth Bader Ginsburg am obersten Gerichtshof, gekleidet in eine Robe und Ohrringe aus ihrer eigenen Schmuckkollektion im Wert von $1000. Die Hoffnungen, dass eine Frau das Amt des Präsidenten der USA übernehmen wird, wachsen weiter und im Jahr 2025 könnten sie Realität werden. Obwohl Hillary Clinton zu ihrer Zeit dieses Ziel nicht erreicht hat, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau im Weißen Haus erscheint. In einer der Episoden, in der die Zuschauer kurz in die Zukunft versetzt werden, wird Lisa Simpson die erste Frau Präsidentin von Amerika. Laut den Simpsons könnte eine Frau tatsächlich Präsidentin werden. Obwohl die Vorhersagen über den Sieg von Kamala Harris nicht eingetroffen sind, hat Donald Trump die Wahl 2024 erneut gewonnen. Die Episode Bart in der Zukunft, die im Jahr 2000 ausgestrahlt wurde, ließ Bart seine Zukunft sehen, in der Lisa versucht, mit den finanziellen Problemen umzugehen, die von der Trump-Administration hinterlassen wurden. Deshalb ist es durchaus möglich, dass Ivanka nach ihrem Vater das Präsidentenamt übernehmen könnte. Haben uns immer wieder mit ihren geheimnisvollen Vorhersagen überrascht. Schauen wir uns jetzt an, welche davon bereits eingetroffen sind. Ein Tigereingriff während einer Zirkusvorstellung. Für das russische Publikum mag diese Vorhersage nicht so bedeutend erscheinen, aber für das amerikanische Publikum hat diese Episode eine besondere Bedeutung. In der Episode Springfield oder Wie ich lernte, mir keine Sorgen zu machen und das legale Glücksspiel zu lieben, aus der 5. Staffel, die am 16. Dezember 1993 ausgestrahlt wurde, haben die Schöpfer der Simpsons eine Tragödie vorhergesagt, die mit dem Tigereingriff auf die berühmten Tiertrainer Siegfried und Roy verbunden ist, deren Zirkusauftritte in Las Vegas in den 90er Jahren und zu Beginn der 2000er Jahre unglaublich beliebt waren. In dieser Episode eröffnet Montgomery Burns ein Casino in Springfield und lädt ein deutsches Duo von Tiertrainern namens Günther und Ernst ein. Offensichtlich inspiriert von Siegfried und Roy, um Auftritte zu veranstalten. Während einer der Nummern greift ein weißer Tiger einen der Künstler an. Dieser Vorfall, der in der Serie beschrieben wird, wiederholt sich erstaunlich genau in der Realität. Am 3. Oktober 2003, während einer Live-Show in Las Vegas, griff ein Tiger Roy Horn an. Die Tragödie, die mit einem U-Boot verbunden ist. 2 Jahre vor der tragisch bekannten Katastrophe mit dem U-Boot Kursk, am 29. März 1998 wurde im amerikanischen Fernsehen eine Episode ausgestrahlt, in der Homer Simpson den Marinereservisten beitritt und unbeabsichtigt in russische Hoheitsgewässer mit dem U-Boot gerät. Die Situation eskaliert schnell, als das Team einen routinemäßigen Manöver fälschlicherweise als Vorbereitung auf einen Raketenangriff interpretiert, was zu einer angespannten Konfrontation zwischen den USA und Russland führt. Die Firma Fox ist Teil von Disney geworden. Das ist eine dieser Vorhersagen, die zwar nicht die spektakulärsten sind, aber trotzdem eingetroffen sind. In der Episode der 10. Staffel mit dem Titel Wenn du den Stern siehst, die am 8. November 2008 ausgestrahlt wurde, haben die Simpsons überraschend den Kauf der Firma Disney vorhergesagt.
Im Dezember 2017 gab Disney tatsächlich die Übernahme von 20th Century Fox für beeindruckende 52 Milliarden Dollar bekannt. Diese Fusion vereinte zwei der größten Medienkonzerne und Disney erhielt die Rechte an einer umfangreichen Bibliothek von Fox-Inhalten, einschließlich der Simpsons, Videotelefonie und Smartwatches. In der Episode Lisas Hochzeit der 6. Staffel, die am 19. März 1995 ausgestrahlt wurde, haben die Macher von Die Simpsons eine interessante Vorhersage über Videotelefonate und Smartwatches gemacht. In dieser Episode, die in der Zukunft spielt, nutzt Lisa einen Videocall, um mit ihrer Familie zu kommunizieren. Zu dieser Zeit war eine solche Technologie selten und die Szene wirkte äußerst futuristisch. Darüber hinaus trägt Lisas Verlobter ein röhrenähnliches Gerät, das als Kommunikationsgerät fungiert und an moderne Smartwatches erinnert. Mit der Verbreitung von Smartphones und Anwendungen wie Skype und FaceTime sind Videoanrufe heute zur alltäglichen Praxis geworden. Smartwatches haben ebenfalls an Popularität gewonnen und sich zu einem modischen Accessoire entwickelt, das nicht nur die Uhrzeit anzeigt, sondern auch die körperliche Aktivität verfolgt, Benachrichtigungen anzeigt und sogar Anrufe ermöglicht. Der Ausbruch des Ebola-Virus. Die Macher von Die Simpsons haben eine Vorhersage über einen Ebola-Ausbruch gemacht. In einer Szene liest Marge ein Buch namens Neugieriger George und das Ebola-Virus. Zu dieser Zeit war Ebola kaum bekannt. In einer der Szenen liest Marge ein Buch mit dem Titel Neugieriger George und das Ebola-Virus. Zu diesem Zeitpunkt war das Ebola-Virus noch nicht allgemein bekannt und dieser Zusammenhang blieb fast unbemerkt. Doch Jahre später, im Jahr 2014, sah sich die Welt mit einem schweren Ebola-Ausbruch konfrontiert, der hauptsächlich Westafrika betraf. Diese Epidemie löste massive Panik aus wegen der hohen Sterblichkeitsrate und dem Fehlen effektiver Behandlungsmethoden. Obwohl die Situation nicht ganz dem entsprach, was in den Simpsons gezeigt wurde. Das Ebola-Virus ist bemerkenswert. Die Simpsons sind oft treffsicher. Nicht alle sind positiv. Den Machern der Simpsons kann man ein besonderes Talent für Vorhersagen zuschreiben, da viele ihrer Prophezeiungen später bestätigt wurden. Ehrlich gesagt, haben nicht alle einen positiven Beigeschmack. Was uns im Jahr 2025 und darüber hinaus erwartet, werden wir nur mit der Zeit erfahren. Freunde, ich möchte euch ein interessantes Angebot machen. Ihr habt die einzigartige Möglichkeit, Teil unseres Teams zu werden, wenn ihr über Videobearbeitungsfähigkeiten verfügt, Videos auf Russisch, Englisch und anderen Sprachen vertonen könnt oder interessante Skripte schreibt, dann meldet euch bei uns. Wir freuen uns darauf, mit euch zu arbeiten. Schreibt unserem Telegram-Bot. Wir freuen uns darauf, mit euch zu arbeiten. Schreibt unserem Telegram-Bot. Der Link ist in der Beschreibung. Das war's für heute. Tschüss zusammen.